Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video an diesem wunderschönen Tag im Juli. Extrem heiß ist es, also ich hätte jetzt extrem Lust, einfach in die alte Donau zu springen hier bei Wien und mich zu erfrischen. Aber ja, eigentlich wollte ich mir heute was anderes anschauen mit euch. Und zwar, vielleicht wisst ihr ja, dass ich eigentlich Althistorikerin bin. Neben meinem Job als Fremdenführerin, ja, habe ich alte Geschichte studiert und ich interessiere mich sehr für die Zeit der Römer zum Beispiel und das antike Legionslager hier in Wien. Und oh, schaut mal, da im Hintergrund. Na, zufällig sind wir hier jetzt genau an einer Stelle, wo wir etwas aus dem alten Römerlager sehen können. Und zwar einen alten Thermenstein. Schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Ja, hier haben wir eben einen Überrest des antiken römischen Legionslagers Vindobona. Und zwar gab es hier im Römerlager natürlich auch eine Therme. Die Badekultur war ja bei den Römern sehr, sehr wichtig. Jede römische Stadt und auch viele kleine Ortschaften hatten eine Thermenanlage und natürlich hier in Vindobona gab es auch eine Thermenanlage. Ja, bei den Römern wurden Thermen aber noch etwas anders genutzt als bei uns heute, weil heute unsere Thermen, die sind ja wirklich also Entspannung pur. Und bei den Römern war das aber auch zur körperlichen Ertüchtigung gedacht. Also man hat da vorher Leibesübungen gemacht und dann ist man eben ins Wasser gestiegen. Und es war auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt, wo man sich eben mit anderen Leuten unterhalten konnte und über alle möglichen Dinge plaudern. Frauen und Männer haben diese Thermen benutzt, nicht gemeinsam, sondern getrennt. Also entweder gab es da getrennte Badeanlagen oder man ist zu unterschiedlichen Zeiten in die Therme gekommen. So eine Therme bestand auch aus verschiedenen Räumen. So gab es das Apoditerium, den Umkleideraum, dann das Caldarium, der Heißbaderaum. Hier standen nämlich Becken mit heißem Wasser. Der Boden und die Wände, die waren auch geheizt. Durch den Wasserdampf war nämlich das Caldarium so was wie ein feucht-heißes Schwitzbad. Dann gab es noch das Tepidarium, ein lauwarmer Raum, der als Durchgang zwischen Kalt- und Warmbad diente. Und dann noch das Frigidarium, der Kaltbaderaum. Hier gab es Becken mit kaltem Wasser. Nach dem Sport eben oder auch nach dem Warmbad konnte man sich da drin dann erfrischen. Und dann, wie gesagt, gab es eben eine Palästra, einen Sportplatz. Und dann auch noch, ähnlich wie heute, ein Laconium und das war die Sauna. Und zum Schluss gab es noch ein Natatio, aber das gab es nur in größeren Thermen. Das war nämlich ein richtiges Schwimmbecken. Ja, aber auch wenn es kalte Becken gibt in einer römischen Therme, lieber würde ich trotzdem noch jetzt ins kalte Nass der Donau springen, denn Thermen, also das Wort kommt ja vom griechischen Thermos und das bedeutet ja eigentlich warm. Und so ist es im Grunde ja auch heute noch, also hauptsächlich bringt man ja Thermen mit warmem Wasser in Verbindung. Und hier in Österreich gibt es auch noch ganz, ganz viele Dinge, die an die römischen Thermen erinnern. Zum Beispiel, wenn man sich eben Baden anschaut. Die Stadt Baden in Niederösterreich liegt ja an dieser Thermenlinie, die eben schon die Römer für sich entdeckt haben. Und in Baden gibt es ja auch noch die Römertherme. Also ist heute nicht mehr römisch, aber das stammt natürlich schon aus der Zeit. Also es gab da Römerthermen eindeutig. Dass so eine Therme aber nicht immer unbedingt nur toll und super war, möchte ich euch an einem Zitat von Seneca, dem berühmten Lehrer Neros, zeigen. Dieser lebte nämlich einst in der Nähe eines öffentlichen Bades und beklagte sich bei einem Freund darüber. Ich wohne gerade über einem Bad. Stell dir das Stimmengewirr, das Geschrei in allen Tonlagen vor. Am liebsten möchte man taub sein. Ich höre das Ächzen der Leute, die mit Hanteln turnen. Sie stoßen kurze Pfiffe aus und keuchen angestrengt. Wenn jemand still daliegt und sich massieren lässt, höre ich das Klatschen der Hand auf seinem Rücken. Wenn dann noch jemand kommt, der nicht mit dem Ball spielen kann, ohne zu schreien und die Schläge mit lauter Stimme zu zählen beginnt, ist es ganz aus. Dazu kommen dann die Streitsüchtigen, der Dieb, den man auf frischer Tat ertappt hat, der Schwätzer, der sich an seiner eigenen Stimme berauscht, und dann die Taucher, die sich ins Schwimmbecken stürzen, dass das Wasser nach allen Seiten spritzt. Aber diese Leute lassen wenigstens ihre natürliche Stimme ertönen.
Doch vergiss nicht den Haarausreißer, der jeden Augenblick im Falsett seine Dienste anpreist und nur still ist, wenn er jemanden die Haare ausreißt. Dann aber beginnt sein Opfer zu zetern. Ganz zu schweigen von dem Geschrei der Getränke-, Wurst- und Pastetenhändler sowie der Laufburschen der Kneipen, die umherziehen und ihre Ware anbieten, jeder in einer anderen Tonart. Wenn ihr mehr über dieses Thema wissen wollt, da habe ich dazu ein ganzes Kapitel geschrieben in meinem Buch Kulturgeschichten der Antike in Österreich. Das verlinke ich in der Infobox unten. Oder ihr kommt mit mir mal selber mit und wir spazieren durch Wien und wandeln auf den Spuren des antiken Legionslagers Vindobona und versuchen einfach zu entdecken, was es da sonst noch für antike Reste gibt. Ich freue mich auf euch, schreibt es mir einfach, lasst mir ein Like da natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Das zeigt mir nämlich, dass ihr gerne noch mehr solche Videos sehen möchtet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video.